Ey, mehr vor der Nase. Muckibude auch vor der Nase. Und da oben, da könntet ihr wohnen. Und da schauen wir uns jetzt mal die Bude an. Und wir gehen jetzt einfach mal direkt rein und schauen, wie uns die Mieter das hinterlassen. Also ich denke, wer von euch Ferienvermietung macht, der hat schon Schlimmeres gesehen. Ich bin ganz zufrieden. Also eigentlich muss ich ja nicht mehr ganz so viel reinigen. Da bin ich ganz froh. Mal schauen, wie es im Schlafzimmer aussieht. Aber ich denke, das sieht auch ganz okay aus. Schaut mal. Haben sogar das Bett schon abgezogen. Und ich muss jetzt hier reinigen, weil es einfach schwer ist, in Batumi vernünftige Reinigungskräfte zu finden, auf die man sich auch verlassen kann. Vor allem, weil ich ja 1,5 Stunden weit weg wohne. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt ja einen Batumi-Tag, reinige die Wohnung halt selber, empfange die Gäste. Und dennoch ist das vermutlich das letzte Mal, denn Antonina und ich haben dafür eine andere Lösung gefunden. Und jetzt schauen wir mal nach draußen. Und das kann letztendlich eure Aussicht sein. Auch ein bisschen Verkehrschaos beobachten. Und da ist das Fitnessstudio, wo ihr trainieren könnt. Ich werde jetzt putzen, wo ich natürlich keine Zuschauer haben will. Logisch, oder? Und wo wir schon mal von zuverlässigen Putzkräften sprechen, habe ich natürlich mein ganzes Putzzeug vergessen in Poti. Aber das ist ja nicht schlimm, weil direkt unten im Haus gibt es einen Laden und da kann ich das alles kaufen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Auf geht's nach unten. So, und einfach hier einmal rechts gibt es eine Apotheke. Und nochmal um die Ecke ist ein Laden, wo man alles kriegt. Lebensmittel, Putzzeug. Und da gehe ich jetzt rein. Und da mache ich die Kamera natürlich aus. Das Putzungeheuer schlägt zu. Putzen macht viel Spaß. Und irgendwann, wenn alles fertig ist, werde ich euch die ganze Wohnung mal zeigen. Ich habe es geschafft, ich bin fertig mit Putzen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal die Wohnung, damit ihr mal einen Eindruck habt, was man hier in Batumi überhaupt so mieten kann. Wir sind hier in erster Strandreihe, das habt ihr ja vorhin gesehen. Und in der Nähe vom Metro City, das könnt ihr mal bei Google eingeben, vielleicht blende ich es auch hier ein, wenn ich es nicht vergesse. Aber jetzt zeige ich euch einfach erstmal die Räumlichkeiten und dafür drehe ich die Kamera mal um. Das ist quasi der Wohnbereich mit wunderbarem Ausblick aufs Meer. Das da oben, das ist von der Klimaanlage, von dem über mir. Und hier draußen könnt ihr sitzen. Ich habe jetzt hier die Handtücher zum Trocknen und ein Glas Wein, einen Kaffee, was auch immer genießen. Zumindest habt ihr eine wunderbare Aussicht. Da hinten ist zum Beispiel das Orbi, also das ist alles so Orbi-Bereich. Hier sind noch ein paar alte Wohnbereiche. Hier oben ist das Gebäude, worüber ich das letzte Mal gesprochen habe, was schon ewig gebaut wird. Aber jetzt scheint sich da jemand gefunden zu haben, der es zu Ende baut. Ich hoffe es doch mal. Und wir gehen jetzt mal in den restlichen Wohnungsbereich. By the way, hier hinter mir seht ihr die Klimaanlage. Die gibt es natürlich auch, wie fast überall hier in Batumi. Wir haben hier eine kleine Küchenzeile.
Jetzt habt ihr also die Wohnung einmal gesehen. Ich werde sie im Dezember wieder vermieten. Bis dahin wird es halt kurzfristige Vermietung sein, ist Saison und zwischendurch brauche ich sie noch mal privat. Ansonsten, wer ab Dezember eine Wohnung sucht, schreibt mich gerne an. Wir können uns dann einfach über den Preis einig werden. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, wie es jetzt im Winter aussieht. Jetzt im Sommer liegt man so meistens bei 500 Euro die Woche oder sowas. Das wird natürlich im Dezember nicht mehr so teuer sein, bei weitem nicht. Und was vielleicht auch noch interessant ist für euch, wenn ihr selber Vermieter seid und beispielsweise Mieter sucht, dann ist es ja so, dass Batumi, Georgien generell, vor allem für Russen, Türken, Iraner, Israelis, auch Ukrainer und so weiter, also diese Regionen interessante Urlaubsorte sind, aber eher weniger für die westliche Welt. Und deswegen ist es bei Airbnb immer ein bisschen schwierig, die Wohnungen voll zu kriegen. Im Sommer geht es immer noch irgendwie, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass meine Freundin Russin ist, aus St. Petersburg, die Wohnung eben auch dort anzubieten. Und das hat mir eigentlich den ganzen Sommer gar keine Probleme mehr bereitet, sie voll zu kriegen. Also ich hatte dann eine Buchung mal von Airbnb und dafür 3, 4 andere von ihr quasi. Und das lief problemlos, sie hat sich darum gekümmert, hat mit den Kunden kommuniziert und so weiter. Und wer diese Möglichkeit jetzt von euch nicht hat, aber gerne haben möchte, für seine Wohnung, der kann mich auch gerne kontaktieren. Das ist eigentlich eine super Gelegenheit. Ich fand es sehr angenehm und dann können wir uns einfach darüber unterhalten, wie wir das eben letztendlich auch darstellen. Wir haben noch gar nicht darüber nachgedacht, da jetzt wirklich einen Service anzubieten, aber ist mir jetzt gerade so eingefallen und ich denke mal, das ist wirklich ein großer Vorteil für mich gewesen und vielleicht eben auch für jemanden, der eine Wohnung vermietet und da immer ein bisschen Probleme hat, einen Trouble hat, Gäste zu kriegen. Ja, schreibt mir einfach, wenn ihr Bock habt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ansonsten hoffe ich doch, dass wir uns irgendwann mal in Batumi oder ganz woanders sehen. Bis später. Ciao.